Ja, herzlich willkommen zur, ja, man muss es so hart sagen, zur letzten Sprechstunde aus der Bierkanzlei. Wir haben heute aus diesem Anlass einen ganz speziellen Gast eingeladen. Er ist kein Newcomer, er ist kein Unbekannter. Es ist auch so, dass sich bei unserer Sprechstunde heute da einiges wahrscheinlich ad absurdum führen würde, was wir bei den letzten Sprechstunden so dabei gehabt haben. Wir haben zum Beispiel diese 3 Kärtchen. Wie gesagt, wir haben zum Beispiel immer diese 3 Kärtchen verwendet. Ne? Auf einem steht Lachen, am anderen steht Weinen, auf einem steht Applaus. Aber ich glaube, bei unserem heutigen Gast können wir uns diese Karte sparen, weil es traut sich, glaube ich, niemand nicht applaudieren. Es traut sich niemand, wenn was Trauriges kommt, nicht weinen. Und es traut sich auch niemand, wenn er was Lustiges, das habe ich schon verraten, es ist ein Mann, macht, dass keiner lacht, weil er ist doch ein bisschen resolut in dem Lokal hier. Und, oh, nachdem man einen Vorlauf sagt, grüß dich, freut mich. Ja, wie gesagt, seid weiterhin gespannt, wer heute hier in der Bierkanzlei ja, ich weiß es selber noch nicht, ob er wirklich kommt. Ne? Ja, also ich werde jetzt versuchen, unsere Sprechstunden-Signation zum letzten Mal hier in der Bierkanzlei einzulegen. Oder das macht jemand, der hier ab und zu ein bisschen aushilft, glaube ich. Ne? Ja. Hast du den Stargast schon gesehen oder kommt er schon? Oder der Stargast, der heutige? Keine Ahnung. Ja. Jetzt geht's gleich los, Achtung. Wenn so ein. Ja. Die Spannung steigt. Und jetzt wird es dann gleich verraten. Jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack. Herzlich willkommen zur letzten Sprechstunde in der Bierkanzlei. Der Bierkanzler himself, Manfred Hofmann. Ja, wie schon gesagt, einiges fühlt sich heute ad absurdum. Ich frage manchmal auch, na, wie war die Anreise? Das kann ich mir heute sparen. War beschwerlich, ja. Ja, ich kann mir auch sparen, dass ich jetzt sage, für die, die dich nicht kennen, kannst du dich einmal kurz vorstellen. Das ist ein schwieriges Unterfangen. Ein schwieriges Unterfangen. Aber ich habe gerade vorher gesagt zu irgendjemandem, dass draußen früher mal es wahrscheinlich so war, in der guten alten Zeit vom Rock'n'Roll, dass dann so richtige Stargäste hinten gesessen sind, irgendwo im Backstage-Bereich, klimatisiert. 3 Hosen, 1 Liter Wodka, Stannenjeep, 5 Töten und was da gern alles. Und dann, heute, hat sich das Bild gemacht. Man steht vorher einfach ein bisschen in der Kuche zum Warm-up quasi, zum Aufwärmen. Und somit kann ich verstehen, wenn es euch heiß ist. Ja, ja. Alles okay, hoffentlich. Wir lassen auch die Türe offen im Sprechteil. Ja. Das hat es noch nie gegeben.
Ja, das ist richtig. Ja. Na, was heute natürlich, ja, wenn du selber machen willst, bitte, ich mach's heute nicht. Ja, ich würde mich fürchten. Na, es kann natürlich auch zwischendurch sein, wenn Sie recht viel bestellt auf einmal, nicht, dass wir kurz unterbrechen müssen für eine Werbepause und der Manfred hinten in der Schrank aushelfen muss. Das kommt schon noch, ja, aber zuerst kommt das, was wir nicht auslassen. Marion, wir haben natürlich unsere guten Geisterchen mit, ne? Bachblüten, ja. Möchtest du irgendwas mit Bachblüten? Ich bin noch versorgt, danke für das. Ganz lieb, Marion, aber ich habe heute meinen Nicht-Bachblütentag. Ich verstehe. Aber du kannst mir ins Wasser gerne welche reintun. Möglichst welche, die mir die Nervosität nehmen, weil mit einem Kanzler auf der Bühne sitzen, aber wenn es nicht der Kern ist, ne, und der Kern ist ja abwählbar, das ist ja so eine Geschichte, ne? Der Kanzler ist ja nicht abwählbar, weil nicht gewählt. Ne? Genau. Ja. Kann ich nie hochgestaut werden quasi. Genau. Außerdem machen wir selber dazu. Bevor wir jetzt in Medias Res gehen, du hast mich gerade erinnert, danke. Was es heute auch nicht gibt, die Publikumsjoker. Also die Joker, die üblicherweise verteilt werden und wo dann vielleicht Fragen an den Stargast kommen, das lassen wir heute auch. Wir haben das insofern auf Facebook vorangekündigt für alle. Ganz kurz zwischendurch, verzeiht mir nicht, Lispele. Wir haben gemeinsam ein komplettes falsches Gebiss. Ja. Ich oben, ja unten. Ja. Das stimmt nicht. Also wir könnten eigentlich spusen mit der Niki Lauder. Ja. Mit oben und unten einhängen. Nein, das sind alles Provisorien und die sind beim Reden ein bisschen hinderlich. Die Marion Zaus versteht mich mittlerweile überhaupt nicht mehr. Aber das ist ein Provisorium. Ob das daran liegt, weiß ich nicht so genau. Nicht? Du verstehst. Na, wir haben uns für die Fragen an unseren Stargast heute überlegt, es können jederzeit durch den Ankauf von diesen in der Bierkanzlei so beliebten Zirpen, das R ist ein Wahnsinn, danke, auch weniger, ne? Können Fragen erkauft werden. Das hat irgendjemand bestellt, 3 Zirpen aufs kleine Tablett, ne? Macht es irgendwie bemerkbar. Dann werden die Zirpen verabreicht, die trinkt man dann selber, der Kanzler und ich, solange es bei mir geht, solange ich nicht und der oder die Frage hat, glaube ich. Und dann kommt die Frage und der Kanzler muss sie wahrheitsgemäß beantworten. Na, wenn es eine blöde Frage ist, nicht, dann muss nur eine Runde Zirpen kommen, quasi für blöde Fragen beantwortet. Es gibt ja machen wir so. Dennoch fürs Publikum jetzt die erste Aufgabe, und zwar eine Frage, eine Abstimmung. Ich habe mir überlegt, der Kanzler sollte heute schon die Wahrheit sagen. Seid ihr dafür, dass wir ihn auf die Speisekarte der Bierkanzlei schwören lassen oder vertrauen wir ihm blind? Blind, ne? Oder? Blind, oder? Blind Applaus jetzt. Okay. Na gut, Batschhandi drauf, komm. Genau, die vom Herzen. Direkt, muss ich gehen? Ja, nimm die vom Herzen. Oder direkt? Ich, der Kanzler, schwöre hiermit feierlich, heutige Fragen auf Gedeih und Verderben, also auf Gedeih und Verderben, ja. Und auf eine Lokalrunde, okay, wahrheitsgemäß zu beantworten. Wahrheitsgemäß, schonungslos wahrheitsgemäß zu beantworten. Ja, das ist ja mein Applaus wert. Ja, aber einiges wird heute Abend passieren, das von den vergangenen Sprechstunden ein bisschen abweicht, weil so einfach wollen wir es im Manfred auch wieder nicht machen. Aber ein Großteil so ein bisschen über das Leben vor der Bierkanzlei, über das Leben vor Wien, wollen wir natürlich mit dir schon noch ein bisschen plaudern, über diese Hardrock-Affären in Oberösterreich, die es da irgendwann einmal gegeben hat. Mir hat es eine Band gegeben. Nein, die Band ist auch später gekommen. In Wien schon, oder? In Wien, ja. Das war schon in Wien? Das war schon in Wien, ja. Das ist
ist jetzt blöd, ich habe mich schlecht vorbereitet, habe auch nie was gehört von der Band leider. Aber nein, trotzdem fangen wir an bei deiner Kindheit. Wie war das so wie du? Also an das kann ich mich sehr gut erinnern, weil bei Leuten meines Alters macht mir das Langzeitgedächtnis ganz einfach gut funktioniert. Und ich bin ja der klassische, wie es eben in der Ankündigung auch drinnen gestanden zu lesen war, bin ich eigentlich ein klassischer Kosmopolit, geboren in Linz, Und gut, aber nur ein Jahr quasi verweilt, dann aufs Land gezogen, ins Mühlviertel, eine beschauliche Gegend, ja, also dort, für alle, die es nicht wissen, Mühlviertel ist für Oberösterreich das, was Burgenland für den Rest von Österreich ist. Ja. Aber unbegründeter und unberechtigterweise, möchte ich dazu sagen. Ja. Es ist eine sehr freie Gegend, vor allem sehr viel davon, also sehr viel von der Gegend. Und da war ich aber dann auch noch 2 Jahre und dann bin ich das erste Mal in ein ausländisches Exil gegangen und bin zu meiner Oma nach Niederbayern übersiedelt. Das war dann erst so richtig frei, weil da habe ich mich dann so richtig ausleben können. Ja. 1 Jahr und dann bin ich wieder zurück nach gut alt Mühlviertel und habe dann meine Erfahrungen quasi im Mühlviertel mit der ersten Volksschulklasse ausleben können und dann mit 7 Jahren bin ich dann von meinen Eltern, ohne zu fragen, das sei ihnen verziehen. Ja. Leben mittlerweile beide nicht mehr, aber ich habe das nie vorgehalten, aber ich bin dann ohne zu fragen nach Wien verschleppt worden, wo ich seit dem Jahr 1968, nein, 68, bin ich in Wien. Man kann schon fast sagen, ein bisschen ein Wiener. Ja. Obwohl, fühlen tue ich mich nicht so. Fühlen tue ich mich eigentlich noch immer als Oberösterreicher. Was sind die Oberösterreicher? Jetzt darfst du schreien, aber nicht hier. Aber es gleich Sperre heute drinnen, so unklar. Ja, das war also quasi dann die Kindheit, die frühe Kindheit. Und mit allen möglichen halt Erlebnissen, mit einer einfach irrsinnig freien und wüden Aufwachsen. Vergleichbar ein bisschen vielleicht mit so einem Hund, mit so einem Jungen, der aufwächst. Und es war ziemlich ähnlich, also war ich mit meinen ganzen Dorffreunde und das war immer so, heute sagt man Bierclub dazu. Damals war das einfach eine zusammengewürfelte Partie von uns Kleinen, die wir halt so 5, 6 Jahre alt waren und dann die Größeren, die Kaiser mit 12, 13. Wir waren dann gemeinsam im Wald und mein Herr Papa von der Hocken heimgekommen ist mit seiner Bonetten, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was ein Bonetten ist, aber es waren früher diese KTM-Bonnie-Mopeds, die mit der Schürze fahren, ja, diese wunderbar Kleidsamen, ja, mit der er jeden Tag 14 Kilometer nach links in die Hocken gependelt. Und wenn er zurückgekommen ist, dann ist er, sobald er festgestellt hat, dass das Essen fertig war, einmal vor das Haus gegangen und er hat irrsinnig laut pfeifen können, was ich nie kennen habe eigentlich. Und hat dann einmal laut pfiffen und ja, so 5 bis 10 Minuten später bin ich halt angerannt gekommen wie ein Hund, wie ein kleiner. Ne? Aber dementsprechend frei war es auch, muss ich sagen. Das ist vielleicht etwas, was ich meinem eigenen Sohn, der mittlerweile auch schon 32 ist, eigentlich ein bisschen vorenthalten musste, weil einfach die Möglichkeit nicht dementsprechend da war, aber für die ich selber sehr dankbar bin. Ja, und dann erstes Schuljahr, Volksschule in der wunderschönen Gegend des Mühlviertels, Gallneukirchen, 2 Meter Fußweg, also 2 Kilometer, nicht Meter, sondern 2 Kilometer Fußweg. Machen wir mit dem Bus. Und da gab es dann halt auch eine kleine Episode, weil ich habe halt schon früher die Pappen nicht halten können und dann war es irgendwann mal so im Winter, glaube ich, sind wir meistens so im Frühjahr, bis ins Frühjahr rein, sind wir meistens mit dem Schulbus gefahren. Und irgendwann, das waren diese alten Post-Omnibusse, wer sie kennt. Ich weiß übrigens, was ich heute vergessen habe, ich wollte eine Schachuhr mitnehmen. Aber das ist nicht fair, wenn man nicht verbringt. Also, ich habe gedacht, wir machen es heute so wie damals der L-Kumpel. Ja. Du stellst 2 Fragen, eine beginnende und eine abschließende und dazwischen mache ich ein bisschen einen Monolog von einer Stunde ungefähr. Das geht sich aus, manchmal bin ich schon drauf gekommen. Ja. Aber auf jeden Fall, die Geschichte mit dem Omnibus muss jetzt natürlich, wenn ich es angerissen habe, erzählen. Ne? Also ich hoffe, es kennen alle aus diese alten Schnauzen, Steirer, Omnibusse, die haben früher einen Hänger auch dran gehabt. Ja? Und im Hänger war ein Schaffner. Also Schaffnerlos war damals noch kein Thema, 1966 oder 67. Und da gab es diese Hänger, wie gesagt, und da war einer drinnen, der ein Schaffner war, halt ein bisschen
einfacher im Gemüt, sagen wir jetzt einmal. Ne? Auf jeden Fall haben den die Älteren, so 4. Klasse Volksschule oder 1. Hauptschule, haben den schon fest am Schmäh geführt. Ne? Und wir sind nur gefahren, 2 Stationen, aber es ist ja trotzdem verhängnisvollerweise nicht ausgegangen, weil irgendwann zwischen der 1. und der 2. Station haben sie den so gehäkelt, den Schaffen, und haben gesagt, na, bist du eigentlich verheiratet, weil er so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen schüchterner Typ war eher. Und ich bin neben ihm gestanden und da haben wir das Ganze nur so von peripher angehört eigentlich, weil es mir nichts angegangen ist. Und da ist halt hin und her gegangen. Er hat gesagt, ja sicher bin ich verheiratet, und die hinten haben gesagt, mit wem bist du verheiratet? Er hat das so genäht, und dann hat hinten eine Viere gerufen, wahrscheinlich mit einer Zigeunerin. Ne? Und da ist natürlich dann in meiner hellhörigen, fantasiereichen Kindheit, Fantasie sofort irgendwas aufgesprungen. Ne? Und ich habe eigentlich nur gesagt, da muss so schön ausschauen daheim. Und da hat er früher so eine Lederriemenleine gehabt an der Deckenummer, die da kurz gezogen. Das ist dann gefolgt worden von einem kurzen Pinkelzeichen, worauf der Omnibus relativ abrupt stehen geblieben ist. Die Tür ist aufgegangen, ich bin ausgestiegen, oder eigentlich ausgestiegen geworden. Ja. Und die Tür ist wieder zugegangen und der Bus ist weitergefahren. Ne. Ich habe dann halt schauen müssen, weil wir ja natürlich gemeinsam ankommen haben müssen. Ich habe einen Jugendfreund gehabt wie einen Bruder, der für mich war, aber doch kein leiblicher Bruder, der dann mit dem Bus weitergefahren ist und aus Solidarität nicht ausgestiegen ist oder Speck geschalten hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich den wieder einholen müssen, weil der ist ja weitergefahren, und dann eigentlich habe ich unten am Bach, bin ich mit der Schultasche jetzt mich da hingeschüttelt, damit ich fuhren bei der kleinen Brücke, wo es dann so unsere Ortschaft aufgegangen ist. Das war quasi so eine Kleinmetropole des Müllviertels, man muss sich das vielleicht ein bisschen abstrakt vorstellen. Ich glaube, es waren damals 5 Häuser, die auf einer Fläche von 2 Quadratkilometer wahllos irgendwie angeordnet waren. Er macht das gut, was? Ja, das hat mal wieder eingeholt. Ne? Ja, ich denke mal, je mehr ich das höre, desto besser kann ich den Fragen vielleicht irgendwie auswählen. Aber das weiß ich nicht. Ne? Aber ich denke mal, ich muss ja das irgendwie erzählen, damit es auch ein bisschen ein Bild machen können. Sie kann ich eine neue Geschichte haben mit Omnibus und danke. Ja. Schon, ne? Ja. Naja, aber damit wir, sagen wir, dein Konzept ein bisschen brechen, ne? Also, jetzt machen wir einen Schnitt, ne? Jetzt kommen wir nach Wien. Ne? Also spätere Schulzeit, Mädels. eine spätere kann man nicht sagen. Ne? Dass er vor die 2. Volksschule gekommen, das ist sehr liebe Leute, sehr liebe Klassengemeinschaft. Also ich bin ja sofort bin ich da in einer Art Talente-Show, bin ich, weiß nicht, so aufgefallen und bin gleich zu den Ministranten gekommen. Ja. In Lions, ja, lacht's nicht, ich habe 6 Jahre Ministrantenerfahrung hinter mir. Ja. Und das war wirklich, wirklich bildhaft, weil wer es kennt, in Lions draußen gibt es eine neue Kirche, also neu, die ist auch schon wieder 40 Jahre alt, aber so eher so eine Betonwürfe, und daneben ist die alte Leinzer Kirche. Und in der neuen Leinzer Kirche, am Platzl in Leins, hat es immer gegeben eine Hauptmesse. Das gibt es heute, glaube ich, auch noch, 3/4, glaube ich, oder so, in der halben 10, keine Ahnung mehr. Und da gab es immer bei der Hauptmesse 4 Ministranten, also quasi die Deluxe-Ausführung. 2 Hauptministranten, die die ganzen Geschichten, die Wesentlichen gemacht haben, also die Wasserkirchen, Wein eingießen, die Engeln haben dürfen, also die Checker quasi der Nation. Und dann hat es 2 Schalteln gegeben, die halt hinten nachgezogen sind, damit sie mehr ausgeschaut haben. Und da war ich auch dabei, bei diesen Anfangsschalteln, quasi die Nebenministranten, also wir haben nur hinten nachher hineingebrochen und quasi pädagogisch beobachten müssen, was die Hauptministranten da so machen. Und die halt dann checken. Und irgendwann halt vielleicht auch ein Hauptministrant zu werden. Und ich war schon immer ein bisschen eher der Ungeduldige, vielleicht damals auch. Und irgendwann einmal war der verhängnisvolle Sonntag, einer der Hauptministranten ist nicht erschienen zum Dienst, plangemäß. Ja. Und der Fahrer kommt rein, schon ein bisschen nervös in die Sakristei, wo wir gerade beim Umziehen waren, und sagt er, Burschen, habt ihr Ahnung, wo der ist? Keine Ahnung, natürlich, keiner. Ja, einer muss den Job machen. Ne? Handzeichen in die Höhe, und ich habe den Job schon gehabt, ne? Weil ich schon beobachtet, lang genug. Und ich habe genau gewusst, ich kann alles. Die ganze Messe durch. Ja. Ich könnte das vielleicht sogar schon vorher lesen, weil ich schon so oft gehört habe. Ja. Wer ist jetzt dafür, dass er uns die ganze Messe nacherzählt? Es gibt einen sehr wesentlichen Punkt, ich kann es ja eher ein bisschen verkürzen. So ist es ja nicht fantasieren. Ich rauche mal, dann kannst du das wissen, was. Ja, rauch einmal dabei. Ja. Aber wesentlich ist auf jeden Fall die Message, dass alles gut gegangen ist, und ich meine natürlich genau ausgerechnet, wo muss ich gehen und welche
Wegstrecken muss ich zurücklegen, damit ich nicht hinten an der Wand der Kirche, an der einzig freien, weil alle drei waren rundherum so wie ein Atrium, also mit Sitzreihen belegt und gut besucht gewesen. Die hautnah jetzt am Sonntag, was der war, da begotte Menschen. Und ich wusste, ich möchte nicht neben dem Bierkel zum Steg kommen. Das Bierkel war mir ein bisschen suspekt, ne? Also wo dann die Lesung vortragt. Ne? Und irgendeine Rechenfolge, was ich gemacht habe, auf jeden Fall bin ich genau gestanden vor dem Bierkel. Ne? Dann gleich meinen Schweißausbruch gekriegt. Ne? Dann kam der Moment, alle stehen auf, der Pfarrer stellt sich hin mit gespreizten Händen. Ich tritt runter mit dem Bierkel, 2 Stufen unter ihm, schlägt das Bierkel über meinen Schädel auf. Er hat die Hände immer noch so gespreizt. Ne? Schaut, nimmt das Bierkel, trat so. Ungefähr so war die Reaktion damals in der Kirche. Ja. Aber trotzdem bravo was gemeistert, in Wahrheit. Er. Ja, natürlich. Er hat damit umgekehrt, er war schockresistent. Ja, natürlich. Ja, und das, ich will jetzt nicht wieder neue Geschichte auskommen. Kommen wir nicht weiter, so bis ich 13 war. Zieht einmal die Zigaretten an, weil sonst. Ja, und jetzt sagst du mir deine Lieblingsfarbe, damit wir wenigstens ein bisschen. Damit wir ein bisschen runterkommen. Das ist ein Wort üblicherweise. Ne? Die Lieblingsfarbe. Ich würde sagen, das ist blau. Blau. Ja, das ist schön, ja. Die Bubifarbe. Ja. Na gut, aber jetzt gehen wir wirklich in der Zeit ein bisschen vor. Ne? Überspringen wir jetzt die spätere Schule. Nein, das von der Band musst du schon ein bisschen ausmachen. Das also gut, dann kommt wieder Oberösterreich ins Spiel. Es steht aber alles im Zettel drin. Eigentlich hätte ich nur den Zettel durchlesen brauchen. Das haben wir jetzt. Habt ihr gehört? Also, wann, wie alt war ich, wie die Band gegründet worden ist? Falsch, 13. Okay, was war vorher? Keine Ahnung. 12, ja genau. Na sicher. Na, vorher habe ich irgendwann einmal, mein Vater hat das Talent gehabt, also wir machen mal Geschenke machte, die ich nicht wollte. Und eines davon war eine Gitarre. Die hat er irgendwann mal mitgebracht. Entweder er hat es gefunden, ich glaube nicht, dass er es gestohlen hat, aber er hat es irgendwo gefunden oder er hat es irgendwo selber geschenkt gekriegt. Und hat nicht gewusst, was er mit der Gitarre machen soll. Eine akustische mit einer Hülle, so einer Kunstlederhülle. Und den haben wir mitgebracht. Und ich habe keine Ahnung gehabt von Gitarrespielen, habe mich dann einschreiben lassen in der Schulmusik. Da haben wir dann wirklich ehrlich und echt auf 2 Seiten zupfen gelernt, die ersten 4 Stunden. Da hat es mir keinen Spaß mehr gemacht. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss was anderes machen. Und bin zu meinem Jugendfreund außer nach Oberösterreich in die Ferien und der hat dann damals schon eigentlich in der Kirche mit einer weißen elektrischen Gitarre gespielt. Und ich bin kniet vor ihm, ja, weil der hat in Wirklichkeit mein Alter gehabt, der war 2 Monate, was war er älter, 1,5 Käpf kleiner, aber er hat Gitarre gespielt und zwar bei den ganzen Jazzmessen in der Kirche. Und ich habe mir gedacht, boah, einmal hätte ich das so spielen können. Und dann habe ich mir zeigen lassen von ihm daheim, also nicht, die ersten paar Griff, keine Ahnung, Gustav oder Cäsar und Dora oder sowas in der Richtung, glaube ich, war dabei und der Anton vielleicht auch noch. E-Moll war es ja. Nein, E-Moll, glaube ich, war nicht drin. Aber dafür war G7, glaube ich, dabei. Und das war ungefähr von der offenartigen Geschwindigkeit, dass ich wahrscheinlich zwischen jedem von diesen einzelnen Akkorde, also damit ihr alle wisst, wovon wir da jetzt sprechen, wenn wir da sagen Gustav, Dora, Anton, also, sind nicht nur Buchstaben, sondern also Griffakkorde auf der Gitarre, die einfachsten wohlgemerkt, habe ich braucht so ungefähr zum Umgreifen zwischen jedem einzelnen Griff 2 bis 3 Sekunden. Das hat die Rhythmik von so manchem Lied wörtlich unterstützt. Ne? Das war immer zum Mitdenken ein bisschen, was habe ich jetzt gerade gehört, was kommt als nächstes. Auf das auf war ich dann so euphorisch, dass wir eine Jugendband gegründet haben und das war wirklich nicht nur pur, weil wir waren zu dritt, also die klassische Besetzung, Bassgitarre, die hat allerdings so ausgeschaut, dass das eine Konzert-Jazz-Gitarre war von einem Freund von uns aus meiner Wohngegend im 13. draußen vis-à-vis vom Königelberg in einem Gemeindebaukeller, der ungefähr 3,5 Quadratmeter gehabt hat und ein vergittertes Fenster. Dort haben wir drinnen untergebracht ein Radio, einen Probeverstärker. Ich habe damals dann schon eine E-Gitarre gehabt, eine erste mit einem so einem kleinen Übungsverstärker. Und unser erstes Schlagzeug bestand aus Omo-Waschtrommeln vorzüglich, mit Bauplastik überspannt. Ja. Der Schlagzeuger hat sich erst dann die Weihnachten drauf ein Schlagzeugwunsch, so ein kleines Übungsset aus der F- und Viertel in der Kasse. Da ist ein Kaffeehaus heute drinnen. Tram City? Nein, Tram City ist nicht Kasse. Was? Hat das Tram City Kassen damals schon? Ich glaube gar nicht, aber ja, wurscht. Auf jeden Fall dort hat er das erste Schlagzeug gekriegt und dann waren wir nicht mehr aufzuhalten mit einer Jugendband. Wir haben
Ich glaube ungefähr 29 Proberäume gewechselt, weil wir überall rausgeflogen sind, weil es laut war. Und wir haben uns nicht so laut gefunden, aber die anderen, vielleicht bin ich deswegen heute noch ein bisschen geschädigt von dem laut. Ne? Und ja, wir haben dann halt, weiß nicht, irrsinnig viel probt und haben in dem 5-jährigen Bestehen unserer Band, die übrigens Färbung für alle Chemiker unter euch, die chemische Bezeichnung von Eisen und so war halt auch der Musikstil damals. Ne? Hauptsache laut war es. Sind wir sicher in den 5 Jahren, was es uns gegeben hat, ungefähr, weiß nicht, 10 Mal auftreten oder so. Da waren legendäre Gigs wie draußen in Alt-Erla, wo dann in der Halbzeit die Moped-Rocker, die MC50-Rocker vom Café Lotte einmarschiert sind, ne? Und das Konzert gecrashed haben. Also es war wirklich Sex und Drugs und Rock'n'Roll damals. Also die Drugs waren bei uns halt die Austria C, wer es noch kennt. Ne? Und die vorne in St. Gemeindebau-Köller fahren die schon gewaltig. Also, wenn da 3 gleichzeitig so ein Austria C oder 3er geraucht haben, hast du keine Nebelmaschine mehr braucht. Ne? Die war sowieso vorhanden. Und ja, hier und da mal so ein kleines Flaschel Bier oder ein größeres auch vielleicht. Ne? Und ja, Sex war uns damals noch wurscht. Relativ. Naja, und im Handout, ne, das ihr alle auf die Tische habt, ne, steht ja, die Band hat sich dann plötzlich in die ewigen Jagdgründe verabschiedet und du hast deine Musikkarriere an den Haken gehängt. Genau, war damals angefressen. Die Band hat sich von heute auf morgen eigentlich aufgelöst. Und da waren aber vorher so enthusiastische Sachen dabei, dass wir letzten 2 oder 1,5 Jahre, glaube ich, haben wir gehabt einen Proberaum. Man muss sich vorstellen, wir waren alle mit einem Moped, aber meistens mit einem leeren Tank unterwegs und haben dann einen Proberaum gehabt in Bad Vöslau. Das hat geheißen, jeden Tag in der Hautnah als Lehrling. Nach der Haupten am Südbahnhof, Treffpunkt mit den anderen, nach der Haupten natürlich, eingestiegen im Pendelzug, außer nach Bad Vöslau. Und dann dort in den Proberaum aufgekascht, das war ein super Proberaum. Dann um 9, 10 wieder runtergekascht zum Bahnhof, nach Bad Vöslau und wieder reingefahren. Und das war einfach eine wirklich eingeschworene Geschichte, die man dann einfach trotzdem aufgeleistet hat aufgrund von privaten, unüberbrückbaren Dingen. Und dann ist es einfach gerade so zusammengefallen. Es war halt Lehrzeit, Ende, es war nicht wissen, was machen wir. Dann ist es relativ schnell geklärt worden, weil man beim Bundesheer gelernt ist irgendwann einmal. Ja, und einfach war es dann aus und ich habe die Burschen, muss ich gestehen, auch bis heute nicht mehr gesehen. Ja. Leider. Ja. Auf jeden Fall, so ist es machen wir. Gut. Zwischendurch eine Frage, gibt es irgendwelche Fragewillige, die miteinander plätschern, die längste Zeit? Ja, wir hätten einen durch. Da tut sich noch nichts sicher. Gut, das Bundesheer lassen wir aus, weil das interessiert sagen wir mich nicht als Pazifisten, ne? Was du ja auch bist, wie ich weiß. Ne? Aber mein Name das hilft beim Dienen und des Friedens. Ja, und dann warst du ja noch immer nicht Bierkanzler. Ne? Da hast du ja dann noch eine lange Zeit andere gewinnbringende Arbeiten hinter dich gebracht. Ne? Ja, stimmt schon. Ja. Es war also, ich würde es einfach nur abkürzen und sage einfach, es waren unterschiedlichste Berufserfahrungen, unterschiedlichste Berufseindrücke, die alles eins gemeinsam gehabt haben. Ich habe ursprünglich eine Bürolehre gemacht und habe dann auch kurz im Büro in meinem Job weitergearbeitet, sogar mal als Buchhalter gearbeitet, ja, 1,5 Jahre lang für einen Großhandel und bin dann nebenbei in die Maklerei gestiegen. Von der Maklerei durch die Geburt meines Sohnes bin ich dann gewechselt zur Brauerei, weil die einfach eine geregeltere Arbeitszeit gehabt haben und eine familienfreundlichere. Bin dann von dort weggegangen und war noch 6 Jahre, weiß ich nicht, Verkaufsleiter in einer Branche, wo ich mich nachher selbstständig gemacht habe für 18 Jahre. Und die Bierkanzlei ist uns passiert im Oktober 1999, weil meine damalige Buchhalterin gewusst hat, dass mir die Messen in Wien einfach auf die Nerven gegangen sind, weil es reine Fress- und Saufmessen waren und von wegen nur Geld gekostet haben und überhaupt nichts gebracht haben. Und somit habe ich gesagt, ich möchte einen lebenden Schauraum und der ist dann die Bierkanzlei geworden. Damals mit der Überlegung, tagsüber zu, da können wir mit unseren Kunden herfahren, haben wir auch gemacht regelmäßig. Und auf die Nacht haben wir offen, dass sich der ganze Laden auch irgendwie selber rechnet. Daneben mit dem Café Tschechel, mit dem legendären, wo ich am meisten Bauchweh gehabt habe, weil bevor wir uns da herum selbstständig gemacht haben, bin ich einmal sogar in Kaisermühlen, wo wir die Firma hatten, also an der Wiege des Bösen quasi, bin ich sogar einmal dort in diesen ganz, ganz berühmten Brandweiner eingegangen, um eine Zeit, am Nachmittag im Winter war es,
halb zwei, glaube ich. Und da drinnen war ein Erlebnis. Ne? Also es war schon so, dass dort ich keinen gesehen habe, der unter 3 Promille gehabt hat. Ja. Um halb zwei Nachmittag und der eine hat gleich irgendwo einen toten Hosen aus dem Sack rausgezahlt und dem anderen da quasi präsentiert und da habe ich gedacht, na servus, ich bin drinnen gestanden, die Jacken auf, zugeknöpft bis zum Hals, dass man die Krawatten nicht sieht. Ne? Da habe ich gedacht, was trinke ich jetzt? Irgendwas aus dem Flaschl, weil sonst holen wir sicher irgendwas. Und da habe ich wirklich Angst gehabt und habe mir gedacht, na wenn das genauso wird da drüben bei uns mit dem Tschecher, dann grüß Gott. Aber es war Gott sei Dank, muss ich sagen, immer sehr human und ohne gröbere Probleme. Ja, und so ist man halt dann reingewachsen und irgendwann einmal, wir waren früher ein Beisel mit Küche. Für, weiß nicht, gibt es irgendjemanden heute überhaupt, der uns aus dieser Zeit kennt? Nein. Alle erst über die Musik zu uns gestoßen. Wir waren ein Beisel mit Küche, wir haben da erinnert gemacht, weiß ich nicht, so Tralala-Festeln, Frühlingsfest, Oktoberfest, MIDI-Files, Alleinunterhalter, Duos maximal, vielleicht 3-4 Mal im Jahr. Alle Jahre haben wir Weihnachten eine wunderbare Weihnachtsdekoration, eine vollkommen überladene aufgehängt gehabt. Und haben da herinnen verkauft Riesenspeerrebs und was nicht, 6-gängige Degustationsmenü. Wir haben einen sehr guten Koch damals gehabt, der aber dann irgendwann nicht mehr kochen wollte. Und dann hat mein Kölner die Kugel, der was damals als Kölner gearbeitet hat, der Willi, die Kugel übernommen und eine Kellnerin kam dazu, die so im Jahr 2008, glaube ich, das Lokal irgendwann einmal kaufen wollte, die Finanzierung nicht zusammengebracht hat und dann oben ein Stück weiter auf der Ecke Lauderngasse, Blindengasse, die Oscars, vielen Dank, Gastfreundschaft gegründet hat, die mittlerweile auch schon wieder 5 Jahre zu hat. Und ja, und wir haben dann gesagt, damals, wie es von uns weggegangen sind, weil natürlich war ja aufgrund meiner Arbeit, war ja das Lokal auf die beiden aufgebaut und ihr müsst euch das so vorstellen, wie wenn ihr jetzt da sehr vollzählig vorhanden seid und ich freue mich und dann gehe ich kurz aufs Klo, weil wenn ich wieder zurück aufkomme, nach 2 Minuten sind alle weg. Weil so ungefähr war das damals. Wir haben also quasi von heute auf morgen einen Stammgastanteil minus von 95 oder 97% gehabt und konnten uns überlegen, trauen wir den Laden an oder machen wir was anderes. Und wir haben aber vorher schon begonnen über die Moped-Geschichte, also über die Motorradl-Geschichte, wo ich irgendwann mal bei dieser Toy-Run, was uns ja kennt, Biker für Kinder, bin irgendwann mal mitgefahren, mir hat die Idee fasziniert. Da waren lauter halbwilde Motorradfahrer vom Rocker bis zum Businessman, vom Halbstarken bis zum Mittelschullehrer waren alle vertreten und die haben gemeinsam an einem Strang gezogen für ein super leibendes Interesse und zwar den Zweck für Kinder. Und dann habe ich mir gedacht, nach dem zweiten Mal, wo ich mitgefahren bin, da will ich auch irgendwas beitragen. Und habe den Graf Ernstl, der damals der Verantwortliche war, habe ich angesprochen. Sag erst, wir wollen ein Festel machen und der hat sich gedacht, naja, ein Schultel soll machen, darfst du machen, ja, darfst du aufschreiben für die Teure, okay. Und wir haben da angefangen mit einem Fest, mit einem Musiker aus Sri Lanka, den ich damals zufällig kennengelernt habe, der einmal vorher herinnen gespielt hat. Der hat dann draußen in unserem Schanigarten gespielt und wir haben ungefähr 80 Besucher gehabt. Das war 2005 oder 2006, glaube ich, war das. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dieses Fest jährlich wiederholt und im zweiten Jahr waren es dann schon 7 Bands und Musiker und ich war wahnsinnig stolz, dass das Stimmgewitter Augustin auch da herinnen mitgemacht hat, der eigentlich eher ein Chor der Obdachlosen sind und sicher auch jeden Cent umdrehen müssen, aber die ich auch überzeugen konnte, so wie viele andere, da für Essen und Getränke und für einen guten Zweck mitzumachen. Und sie haben mitgemacht, das war sehr leibend. Und ab dem 3. Jahr ist dann irgendwann ein Tontechniker, den es noch immer als Tontechniker gibt, der ist heute mittlerweile unterwegs mit so Geschichten wie José Feliciano, der ist ein bisschen Ton-Timebacher. Der hat mich dann angeschrieben und hat gesagt, ich habe da gehört, du machst ein Festel, ich bin Tontechniker damals im Reiden, ja. Kann ich dich unterstützen? Sag ich, unterstützen kannst du mich sowieso immer, aber womit genau? Dann sagt er, mit Anlagen und mit meinem Tun als Tontechniker. Okay, dann habe ich gesagt, machen wir das. Und dann sind sie auf mich eingeprasselt, die Nachrichten wieder, weil ich noch nie über Menschen im Vorfeld, den ich nicht gekannt habe, so viele Polaritäten gehört wie über diesen Typen. Ja. Die anderen haben gesagt, bitte gib die Finger weg. Ja. Man setzt alles in den Sand, ist nur unverlässlich und nur grausam und nur schlicht. Und die anderen haben gesagt, das ist ein super Techniker, muss da gleich warm halten. Ne. Na gut, wir haben ihn genommen, er war 3 Jahre hindurch dann super und wir haben da
ein Festel gemeinsam mit ganz vielen freiwilligen Helfer, die alle einfach sich von der Idee und von der Begeisterung anstecken lassen haben, inklusive meiner damaligen Lebensgefährtin, muss ich dazu sagen, ohne die war es nicht gegangen, weil die hat in einem Betrieb gearbeitet, wo sehr viele Kölner und Gastroleute unterwegs waren, und sie hat mir für das Festel dann in weiterer Folge bis zu 30 freiwillige Helfer unter ihren Kellnerinnen akquiriert, die auch für Essen und für Getränke den ganzen Tag da gearbeitet haben am Festel, weil wir hatten dann in diesen 3 Jahren meistens zwischen 10 und 12 Bands, ein LKW als Bühne und ungefähr da in der Bratenfeldergasse 1200 bis 1400 Leute. Das war sehr leibend. Und wir haben in diesen 5 Jahren, wo wir das Fest gemacht haben, dank der Hilfe und Unterstützung von den ganzen anderen wichtigen Leuten, haben wir an die Teurern gespendet 17.500 € in diesen 5 Jahren. Das ist ein Applaus wert. Und da machen wir jetzt einen Bruch, wie man so sagt. Ich würde dich jetzt bitten, dass du vielleicht ein Liedchen spielst und dann schnappen wir mal alle für 10 Minuten Luft draußen, machen wir eine kurze Pause, bevor wir dann auf die Bierkanzlei-Zeit im Speziellen. Sind wir da nicht schon gewesen? Naja, den Anfängen, nicht? Im Prinzip. Die Geheimnisse, ja. Nein, wir müssen gleich mal Fragen ein bisschen vorbereiten. Ich bin ja froh, dass ihr so schön ansatz. Was man jetzt fragen kann, alle. Ich habe es schon aktiviert. Aktiviert? Was wolltest du singen? Die Kinetten gleich zum Anfang. Fangen wir gleich grundpositiv an. Die Kinetten ist nicht mehr ein Lied von Wolfgang Abends. Ihr zwei kommt jetzt auch ein bisschen näher und macht die hinter euch zu, weil bei Musikteilen muss man natürlich zu machen, ist auch klar. Das Straight bis da hinaus. Nur einfach ausziehen, genau, gute Danke. Und die Kinetten war lange Zeit das Schlusslied, weil in den 10,5 Jahren, die wir mittlerweile Live-Musik darin anbieten, war das immer von Anfang an irgendwie ziemlich schwer, weil der braucht, dass der Kanzler das letzte Wort hat. Damals noch viel alleinig und dann bin ich noch wagemutiger geworden, weil ich dann wieder inzwischen angefangen habe, aber dazu mehr später. Mit der Musik und habe wieder ein bisschen Gitarre spielen angefangen und singen und dann war ich immer ganz happy und dann habe ich mich dann schon weiter hinaus gelehnt und habe dann mit der Viel Musik Spaß mit der Kinetten und Bierkanzler. Singst du mit, oder? Oder ihr singt es mit? Sonnenstrahl, der letzte Dämmer runter wird. Dann wach ich auf in den Kinderknien, wo ich schlaf. Kennst du alle mitsingen? Dann wach ich auf. Die Jungs kommen und ich muss mich schreien, sonst sagen sie's auch. So kann ich heute aussehen und putz mir den Träger, so gut ich kann. So steh ich auf, in der Kinder, wo ich schlaf. Was du weißt jetzt? Das will ich euch alle hören. Ich hab mich schon seit 10 Tagen immer rasiert und immer gewascht. Und ich hab nichts als eine Flasche Rum in der Mandeltasche. Die geben mir so Frühstück und dann schnall ich an und eine Zigarette nach. Und mein Frühling immer noch.
der Einzige, der in den Dingen kommen vor. Aber ich erst mit Song und ich mach beim ersten Schritt die Augen zu. Solo was Maus. Es ist doch ganz egal, ob ich was arbeite oder nicht. Bei vielen in den Klostersuchen genügst du, wann ich bett. Lass mich in Ruhe, weil schieden's mein Knechten zu. Manfred Hofmann, bitte melden. 10 Minuten Pause. Sauerstoffpause. Wo ist der Pause hin? Ja, wir freuen uns, Manfred, gell, dass so viele. Ja, wir freuen uns. Also ich freue mich. Ja. Aber ich nicht erwarte, dass heute so viele liebe Leute sind. Zum weiteren Fahrplan des Abends, wir werden jetzt noch so eine Zeit lang lustig dahin plaudern, das heißt, ich werde zwischendurch irgendwann irgendwas eines sagen, der Manfred wird seinen Monolog halten. Ich werde versuchen, das zu verhindern ein bisschen. Kann auch knapp arbeiten. Jederzeit, wann immer. Eine Schnapsrunde würde stehen. Ja. Marion, es wird ernst. Die ersten 3 Zirkel sind bestellt. Ein Mutiger, der eine Frage hat. Nein. Du wirst uns einseifen. Moment. Das erkenne ich ja sofort im Ansatz. Ne? Also wie machen wir den Ablauf? Wir müssen die Runde schon vorher herstellen und so und dann Ja, weil was können wir drüber reden und wir darauf antworten. Ne? Nein, das ich habe geschworen. Ja. Aber eine Einschränkung haben wir schon am Anfang gesagt, also wenn es eine recht komplette Frage sein sollte, was ich nicht vermute natürlich. Ne? Warte ein bisschen. Du musst erst bestellen, zuerst ist er dran, dann kommst du. Es geht noch, was der wie mit der Schule. Ja, die müssen bei uns auch aufpassen. Wenn du da stehen hast, das ist eine super Sache. Ja. Warte, hinter das ab. Normalerweise haben wir da immer dafür, oder? Naja. Ich weiß nicht. Wo sind die Magern heute? Das ist gar nicht abgibt, dass die Zirben zu uns Vierer brennt. Wir müssen da aus dem Büdel rausgehen. Ja, na gut. Also dann, trinken wir auf die Ursula. Also Trinkt man die mal. erste quasi, die heimlich und still und leise. Sehr zum Wohl, danke. Sehr zum Wohl, vielen Dank. Nein, die kommt eh noch. Zuerst müssen wir uns quasi physisch vorbereiten für die Frage. Bitte öffnen wir Also Fragen. jetzt eine Frage zum Zirben. Oder wir sind jetzt sozusagen Pädagogenkollegen, ja? Quasi. Und ich wollte jetzt wissen, jetzt hast du Kinder und ich weiß ja, der Zirben war die Bierkanzlei Arznei für besondere Anlässe und so. Was wissen da den Kindern jetzt Tendenzen als Also das kann ich ganz einfach beantworten, es wird kein Zirben sein. Und es ist ja so, dass also manche haben ja schon, die Behauptung ist ja schon in der Runde gegangen, dass ich angeblich in meinem neuen Berufsfeld, in der Arbeit mit Kindern zwischen 6 und 10 Jahren, angeblich das Gleiche mache wie jetzt da, nur zu einer anderen Tageszeit, ohne Alkohol und mit einem niedrigeren Publikum als jetzt da. Und es wird wahrscheinlich Wasser geben oder Tee, vermute ich. Also irgendwelche gesunden Geschichten auf jeden Fall. Und mein Leber freut sich, glaube ich, auch schon darauf, also dass ich dann den Kindern eine Vorbildfunktion ausüben darf und dann auch Wasser trinke natürlich. Wobei ich muss sagen, ich habe mir natürlich schon eine Kisten Zirben bestellt, weil nach
17 Jahre Bierkanzlei und ich glaube, den haben wir ziemlich irgendwann einmal in der Anfangsphase kennengelernt. Dieses Getränk, wie ein Student gekommen ist, wie das Rotkäppchen mit ein paar Flaschen im Köcher, also in einem Korb. Und da gesagt, er hätte was zum Kosten von seinen Eltern, die sind aus Oberösterreich, ob wir das kosten wollen. Und wir haben damals gesagt, na freilich kosten wir das. Das war dann vor 13 oder 14, 15 Jahren. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau, wann wir angefangen haben. Ich habe nur irgendwann vorige Woche habe ich zu irgendjemandem gesagt, ich möchte die Menge an Bier und an Sirup nicht in getrennten großen Gefäßen aufbereitet sehen, die ich in der Zeit konsumiert habe. Das möchte ich nicht, das war glaube ich draußen. Aber ich glaube, es ist auch einmal eine ganz gute Phase, einmal dann vielleicht weniger Alkohol zu trinken. Ja. Das soll ich aber heute natürlich nicht abhalten. Ne? Ich möchte jetzt auch noch bitten, bitte stellt Fragen, die vielleicht mit Ansatz beantwortbar sind, weil der fängt an irgendwo und naja, eben, ne? Ist eine Frage beantwortet, liebe Ursula? Ja. Machen wir jetzt gleich die nächste Frage, oder? Na, warte ein bisschen, wir haben ja noch nichts. Wir haben ja noch nichts da, oder? Marion, das ist die zweite Frage gestellt im Raum quasi. Die Marion ist übrigens heute diejenige, die mir sehr bedanken möchte, weil sie heute wirklich die Groß quasi da hinten alleine frisst und euch versucht gastronomisch einfach zufriedenzustellen und das ohne meine Mithilfe, außer ganz am Anfang. Und dafür haben wir diesen Applaus für die Marion. Marion, einen Applaus. Ja. Soll keiner sagen, ich hätte meinen Teil nicht erfüllt, jetzt wollte ich nicht mehr am Zirpen. Für die zweite Frage. Wo ist er jetzt hingekommen? Da hinten ist er. Ja, gut gerade, glaube ich. Ja, weil du Kreische den Zirpen schnappst. Ja. Das dauert aber ein bisschen. Okay, na, dann machen wir dazwischen vielleicht einmal so die An. Ich habe gar keinen bestellt. Er hat 3 bestellt, glaube ich. Oder 4, weiß ich nicht. Was bestellt? 4 hat er bestellt eigentlich, ja. Der junge Mann im blauen Shirt mit den hellweiß blonden Haaren. Ja, reden wir jetzt vielleicht einmal über die regelmäßigen Anfänge der Bierkanzlei. Wie ist das dann so schleichend passiert? Dass dann, was meinst du mit Regeln? Naja, dass öfter Live-Musik war, nicht nur die großen Festeln, sondern... Nein, das ist damals eben genau aus dieser Not heraus entstanden, in Wirklichkeit, dass wir gesagt haben, okay, entweder wir sperren zu oder wir machen was ganz anderes. Und dann haben wir früher da herunten, wo sie jetzt sitzt, da gab es da hier vorne und da in der Mitte und überall gab es überall so gepolsterte Sitzlogen und wir haben dann eine kleine optische Relanche vollzogen, wie sie jetzt dann auch wieder kommen wird im Juli, und haben dann gesagt, gut, okay, na, schuld war eigentlich mein damaliger Tontechniker, der Herr Tom Deinbacher, ja, dem wir viele abgeraten haben. Aber ich muss ihm trotzdem dankbar sein, weil er hat damals gesagt, sollen wir da erinnern, auf eine von diesen Sitzlogen gesessen und haben unsere Wunden geleckt, ja, quasi. Und ich habe gesagt, nein, ich bin wirklich scheiß drauf. Ich bin so enttäuscht jetzt da von der ganzen Geschichte, es ist überhaupt nicht aufgegangen, was ich mir vorgestellt habe. Und das war ich nicht gewohnt in meinem Leben irgendwie, weil ich doch immer irgendwie ein bisschen ein ehrgeiziger Typ auch war. Und dann hat er gesagt, na, warum machst du nicht einfach eine Live-Musik bei so? Ja, und dann haben wir darüber geschlafen, eine Nacht oder 2, und dann sind wir einkaufen gefahren in die Klangfahrer und haben gekauft das Milchpult, das Yamaha, was heute noch da steht, und die 2 Boxen, die heute noch da hängen, mittlerweile einmal repariert worden sind, und zwar dankenswerterweise an den 1. Aber sonst im Originalzustand sind und haben angefangen, natürlich berechnenderweise Sonntag und Montag Live-Musik anzubieten. Also unsere heutigen Ruhetage waren damals keine Ruhetage, und wir haben dann gesagt, okay, wir nehmen die Tage, wo für die Musiker eigentlich am wenigsten Gelegenheit besteht, irgendwo aufzutreten. Und das war auch sehr leibend, weil es hat wirklich ganz wenig, und das ist mittlerweile noch immer so, dass immer Sonntag, Montag irgendwie die wenigsten Auftritte und Gigs sind. Und da haben wir angefangen. Und wir haben angefangen, unseren ersten Gig am 3. Dezember 2006 hat der Hermann Bosch, Mörder-Bluesmusiker aus dem niederösterreichischen Weinviertel, hat darin den allerersten Gig gespielt. Ja. Und der hat auch bei unseren Straßenfeste mitgespielt. Sein Spitzname ist Hobo. Und der hat super Sachen gespielt, ein ehemaliger Dachdecker, der runtergeflogen ist irgendwann vom Dach und sich das Kreuz verletzt hat und dann mit der Musik angefangen hat und da wirklich spitzenmäßiger Bluesmusiker ist.
Also wenn wir Reigen beobachten können, wie er gespielt hat mit so Leuten, die halt an beim Bluesspring aufgetreten sind, um teures Geld herübergeholt worden sind aus den Vereinigten Staaten und damals hat er mit seiner Band diese Leute begleitet. Und da erinnern auch ein Gig gespielt und der war voriges Jahr, war er Gast in der Sprechstunde und er hat mir ein LP geschenkt mit einer Widmung drauf und das finde ich einfach toll. Also er war der allererste Gig und das hat dann wirklich sehr schnell eine gewisse Eigendynamik gekriegt. Ich habe keine Ahnung gehabt, ich habe einige Musiker gekannt von den Straßenfesten und ja, jeder hat irgendwo die Werbetrommel gekriegt und dann sind Musiker gekommen wie Alwin Schönberger, wie Norberto Pronto, wie Chris Vierer-Bederker, der mich zum Beispiel, was eben Chris ganz hoch anrechnen, an meinem 44. Geburtstag dazu inspiriert hat, nach 25 Jahren der musikalischen Abstinenz wieder Gitarre in die Hand zu nehmen. Weil die Geschichte war ganz einfach die, dass der an meinem 40. Geburtstag habe ich nicht gefeiert. Da ist meine Mutter frisch krebsoperiert im Spital gelegen und habe gesagt, nein, das ist für mich keine Zeit zum Feiern. Und habe dann gedacht, okay, nachdem ich am 4.4. das Licht der Welt erblickt habe und meiner Mutter Glauben schenken darf um 4 Minuten vor 4, wie sie gesagt hat, was heißt eigentlich 4 Minuten vor 16 Uhr oder 15.56 Uhr, haben wir doch dann Feier in 44er, so wie in 40er. Und da habe ich natürlich eingeladen den Vierer, weil das der Spitzname von Chris Vierer-Bederker ist. Und der hat gespielt und der hat wirklich geschafft an meinem 44. Geburtstag, dass er trotz seiner virtuosen Gitarrenkünste und seiner leibenden Stimme und seine coolen Lieder, er hat irgendwie dem Publikum nichts ausgerissen. Ja, auf meiner Feier. Und es war die Stimmung auch ein bisschen eher so, es war halt eine Feier. Der Musiker hat auch gespielt und gegen Schluss dieser Veranstaltung habe ich mir dann gedacht, keine Ahnung mehr warum ich mir das gedacht habe, aber ich habe dann gesagt, gut, Chris, sei so lieb, tut mir einfach die Gitarre mal. Ja, und dann habe ich, glaube ich, 2 Lieder gespielt, die wieder dunkel in meinen grauen Zellen vorhanden waren. Und die Leute sind am Tisch gestanden und ich habe gedacht, okay, das klingt interessant, das machen wir wieder. Und dann war halt gleich irgendwie ein Typ da, der ein Gast da herinnen war, der sich dann als Bassist geoutet hat. Und dann war die erste Altherrenband gegründet, die hat geheißen, es war ein Trio und hat geheißen Sam. Und das heißt nicht senil, alt und mittelalterregend, sondern es heißt Shirley, Alfred und Manfred quasi. Und die hat dann auch wieder so ungefähr 2-3 Jahre gehalten, hat dann als Quintett quasi geendet. Und ich bin dann einfach wieder ausgestiegen, weil ich irgendwann im Radio gehört habe, ein Interview von Herrn Savinol, der gesagt hat, ich bin immer als Schlechtester bei einer neuen Band eingestiegen und bin nach ein paar Jahren als Bester von der Band wieder ausgestiegen, um in eine neue Band wieder einzusteigen, wo ich wieder der Schlechteste war. Und ich habe dann zu einer auch gesagt, du, das was ihr da als wollt, das ist irgendwie zwar leibend, aber wir machen immer das Gleiche, wir drehen am Fleck und wenn ihr nicht weiter wollt, dann ruft sie mich ganz einfach 14 Tage, wenn sie irgendeinen Gig spielen wollt, ruft sie mich an und dann proben wir einmal und dann geht es schon. Ne? Sie haben nie wieder angerufen. Und ja, ich habe dann halt erinnern die Gelegenheit gehabt und einfach die Gelegenheit ergriffen, mit den vielen Musikern, die ich da herinnen über die Jahre hinweg kennenlernen durfte. Also ich schätze mal, es wird von 600 Musikern und Musikerinnen nicht ganz viel angegeben. Und es waren wirklich viele schöne Momente und manche waren wirklich auch eine Challenge, ja, wo man dann mit den Leuten dann einfach ein Schlusslied gemeinsam machen wollte und manche waren einfach total euphorisch und schön und ja, das waren die Erfahrungen. Ja, so eine Challenge wirst du dann später heute auch noch haben, aber ich glaube, zu dem kommen wir später. Jetzt kommen wir mal zur Frage. Ich kenne es schon weiter vor, die Christine hat dann glaube ich auch noch eine Frage drin. Christine, hast du schon bestellt? Prost. Bitte schön. Es war sehr auffällig bei deinen Ausführungen über das Werken von dem Lokal, dass du wirklich niemandem verraten hast, was du für einen Hauptberuf gehabt hast während der ganzen Zeit, wo du dann die Leute da hereingebracht hast, statt auf einer Messe. Ja. Ich wollte wissen, was ist das für ein Beruf gewesen? Das ist einfach erklärt. Ich war
bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich 6 Jahre. Ich bin aufgrund von ehrgeizigen Träumen, von einem sicheren Job in der Brauerei weggegangen, was mir manche Leute dort bis heute, glaube ich, nicht irgendwie nachvollziehen konnten oder auch nicht verziehen haben, weil da hat es manche gegeben, die haben gesagt, von einer Brauerei geht man nicht weg, und wahrscheinlich war der heute schon Direktor vielleicht oder so, aber ich hätte zumindest schon 15 Magenschwür und wahrscheinlich einen Bypass mindestens, und also ich bereue es bis heute zu keinem Tag und bin dann von einem Headhunter, also diese Leute, die halt dann irgendwo immer quirlige Typen auflesen und suchen, bin ich dann angeschrieben worden, und eine Firma hat einen Verkaufsleiter gesucht für Computerschrankanlagen und EDV-unterstützte Gastronomiekassen. Und da bin ich dann hingegangen. Es war wirklich sehr von Erfolg gekrönt, weil der Geschäftsführer dort hat mir erklärt, nach einem Dreivierteljahr, wo ich dann von der Brauerei aus dem sicheren Schoße der Brauerei gewechselt habe, hat er mir erklärt, wir gingen in den Konkurs. Ne? Und das war eine neue Erfahrung für mich. Und meine Frau, meine mittlerweile Ex-Frau, meine damalige Frau hat dann sofort gesagt, ich habe da gleich gesagt, geh nicht weg von der Brauerei. Ne? Ich habe gesagt, willst du mich glücklich machen oder willst du mich unglücklich machen? Und habe das aber dann dort durchgezogen und habe dann dort auch meinen späteren Geschäftspartner kennengelernt, einen Techniker, einen Gottbegnadeten, einen Helmut. Und er wollte damals einmal irgendwann einmal nach 4 Jahren, wo ich dort Verkauf habe und diesen Konkurs in einen Zwangsausgleich umwandeln konnte, ohne Prokura und ohne Geschäftsführergeschichte. War keine einfache Zeit, aber eine sehr bewegte Zeit, muss ich sagen. Wollte er schon mal kündigen, und dann habe ich dann mal überreden können zu bleiben, und beim zweiten Mal, wo er kündigen wollte, habe ich dann gesagt, nach 6 Jahren, komm auf Nacht zu mir, wir reden. Und der hat das gemacht, er ist gekommen, und wir haben uns zusammengesetzt, und da hat es dann ungefähr noch 3 Wochen gedauert, bis wir uns selbstständig gemacht haben. Und wir haben dann eine Firma gehabt in Kaisermühlen unten am Schauplatz, ne? Quasi ein Büro und eine kleine Werkstatt am Anfang, und dann das Ganze immer sukzessive erweitert. Und das haben wir dann gemacht, in Wirklichkeit fast 18 Jahre lang. Und nebenbei da herinnen ins Lokal. Also tagsüber die Firma, nicht mehr als 50, 60 Stunden in der Woche, als Selbstständiger kennt man eh. Und dann halt am Abend da herinnen ins Lokal noch ein bisschen auf Segieren unterwegs gewesen, vielleicht und ein bisschen auf Schwung machen und ja, alles ein bisschen austesten, was es so gegeben hat. In Wirklichkeit war ja für mich auch Neuland, weil ich war ja kein Wirt, kein Geborener. Ich habe wieder irgendeine Erfahrung gehabt, ja, ich habe das von der anderen Seite, von der Theke gekannt, und ich habe eine gewisse Vorstellung, wie man das vielleicht machen könnte. Ob die richtig war, weiß ich nicht, aber es war halt meine. Und bei uns im Land früher haben sie immer gesagt, der was zahlt, schafft auch. Und das haben wir da auch gemacht. Und ich glaube, es ist nicht so schlecht gewesen, die ganzen Jahre irgendwie. Vielleicht. Nein, war es mit Sicherheit nicht. Das kann man ja alles bestätigen. Im Gegenteil, vieles ist eigentlich sukzessive immer besser geworden. Außerwirksamkeit. Naja, gut, da können wir alle mitsingen. Ne? Aber das lassen wir heute auch. Gibt es noch Fragen gegen die Christine? Hat da hinten eine Frage gehabt. Christine, bist du noch im Raum oder ist sie schon gegangen? Oder was hat die ist schon. Die hat die Frage vergessen. Du hast die gleiche Frage oder eine andere? Was die Frage wollte, weiß ich nicht. Ach so, aber du hast eine Frage, aber wir haben noch keinen Schirm. Also das war der springende Punkt jetzt wieder. Ne? Wir müssen da ein bisschen eine fließende Bewegung hineinwachsen lassen langsam. Das muss ich einspielen ein bisschen, nicht? Ja, aber ja, was hat dir in diesen vielen Jahren der Live-Bierkanzlei, gibt es da 2, 3 Highlights, ohne dass du irgendwie die anderen beleidigen möchtest, die auch da waren, aber was waren so für die wirklich die, wenn du heute sagst, ich schaue zurück? Das war außer der Sprechstunde. Ja, danke. Also ich muss gestehen, wenn ich das auf 2, 3 herunterbrechen müsste, dann hätte ich mir schwer. Das geht nicht. Und das andere würde den zeitlichen Rahmen des heutigen Abends sprengen. Aber es hat natürlich Highlights gegeben, also für mich zum Beispiel, ich will nur eins sagen, und ein unumstößliches Highlight war die letzten 9 Jahre, dass wir irgendwann nach der Teurer, nach diesen Straßenfestgeschichten, gab es dann einmal einen Eklat. Erstens wollte ich den immer, weil es mir zu viel Arbeit war.
die Straßenfeste, es war Wahnsinn, es waren 3 Monate Forecast und 1 Monat Nacharbeit und das nebenbei, neben Geschäft und neben Firma, war schon ziemlich heavy. Ja. Vielleicht kann sich das jemand so vorstellen, wenn so 12 Magistratsabteilungen aufmarschieren und jeder will was anderes und jeder braucht das und jeder braucht das und überall ist das Brennen und Zahlen. Keiner fragt, wo es herkommt. War nicht ganz einfach, aber wir haben dann uns getrennt von diesem teuren Gedanken. Erstens haben wir unser Straßenfest nicht mehr durchführen wollen, weil wir einfach zu viele Freunde und Helfer irgendwie abgesprungen sind und weil es einfach sehr mühsam war und es wirklich zu viel Arbeit war. Und wir haben dann kennengelernt, Leute aus einer kleineren Gruppierung, die haben sich genannt Power for Kids. Es war ein bisschen kleiner, überschaubarer Haufen von Bikern, die auch in Wirklichkeit das Gleiche gemacht haben und die haben damals unterstützt in der Anfangsphase MPS, kranke Kinder, also Mucopolysaccharidose heißt die Krankheit ganz genau, wo die Kinder normal zur Welt kommen und ab dem 2. oder 3. Lebensjahr wächst dann irgendwas nicht normal weiter. Also entweder der Körper oder der Kopf oder der Geist oder beides. Und die Kinder erreichen dann meistens so, ich glaube die ältesten bis jetzt, die es gegeben hat, waren 35. Und bevor sie dann also nicht mehr auf der Welt waren. Und ja, die Leute waren sehr amikal, es hat sich daraus eine Freundschaft davon entwickelt und vor allem diese Gruppierung, diese Power for Kids Gruppierung hatte was sehr Interessantes, die hatten nämlich eine Frau als Präsidentin. Das hat mir erstens mal sehr imponiert, dem damaligen Veranstalter der Toy Run, dem Kraftanzler, hat es nicht sehr imponiert, weil er meiner Meinung nach ein bisschen Chauvinist war und gesagt hat, mit Frauen quasi rede er über das Thema nicht. Und ich habe einmal, da war ich eingeladen zur Weihnachtsfeier von Teurern, wo die ganzen freiwilligen Helfer von Teurern und die ganzen führenden Köpfe beieinander gewesen sind. Und wir haben sogar so eine Auszeichnung, so eine Holztafel gekriegt für die Verdienste an Teurern. Und dann habe ich so einen MPS-Falter, damals so eine Zeitschrift von diesem Verein österreichweit quasi mitgehabt. Und die habe ich den nur in die Hand gedruckt bei der Weihnachtsfeier und habe gesagt, du hörst, ihr macht ja nicht nur die Teurern, das war einmal eine Sternfahrt im Jahr. Das müsst ihr euch so vorstellen, die was das nicht kennen, da waren im Jahr 2000 in Wien unterwegs 4.500 Motorradfahrer auf einer Sternfahrt. Ja. Das war schon sehr, sehr imposant. Und die haben Unglaubliches in 20 Jahren, wo sie das durchgezogen haben, geschafft. Nur, wie ich ihm den Flyer in die Hand gedruckt habe, also diesen Zeitung, hat er gesagt, er unterstützt Kinder, aber er unterstützt nicht Power for Kids. Er hat nicht gesagt, weil du der Frau Präsidentin ist, aber er hat es gemeint. Worauf ich dann einfach gewechselt bin und bin einfach, habe mich dieser kleinen Gruppierung angeschlossen und im Zuge dieser vielen, vielen Benefizgeschichten, die wir da in den Jahren herinnen auch machen durften, haben wir dann kennengelernt eine sozialtherapeutische Wohngemeinschaft in der Metropole des Burgenlandes, nämlich dem Ort Kotezicken, der ist nicht ganz in der Nähe von Rechnitz, wo wir eingeladen haben den Leiter, den Erzieher und den Heimvater, und der uns damals beim Wirten da in Nach draußen, glaube ich, beim Treffen erzählt hat, eine Geschichte, dass er mittlerweile 70 ist und dass er das übergeben möchte an seine Tochter. Vielen Dank, lieber Robert, wir kommen dann gleich zu einer Frage. Und dass er gesagt hat, die Behörde oder die BH hat einfach gesagt, naja, das können sie schon machen, aber das kriegen sie, so wie sie es jetzt da geführt haben, jahrelang, nicht mehr bewilligt. Ja. Sondern sie müssen das umbauen und verändern. Und da ist rausgekommen eine Summe von 300.000 € oder so in der Richtung, wo der natürlich vollkommen überfordert war und nicht gewusst hat, wie die überhaupt ausschauen sollen, 300.000 €, geschweige denn, wo sie herkommen sollten. Und ja, uns das erzählt, wir waren alle komplett konsterniert. Ja. Und im Endeffekt haben wir auch keine 300.000 € gehabt, aber wir haben eins gemacht, wir haben keine Gelegenheit ausgelassen und wir haben 3 Tagesfahrten durch Österreich gemacht mit den Motorradern, bei jedem schön und bei jedem wirklich scheiß Wetter, und haben einfach versucht, Aufmerksamkeit für diese Geschichte zu erwecken. Und ich will jetzt nicht sagen, es ist an uns gelegen, weil es ist nur zu einem kleinen Teil, aber vielleicht auch einen wesentlichen Teil an uns gelegen, dass dann irgendwann einmal die Öffentlichkeit auf dieses Thema aufmerksam geworden ist und der endgültige Umbau dieser
sozialtherapeutischen Wohngemeinschaft hat dann nicht gekostet 300.000, sondern 1 Million. Es ist ein wunderschönes Projekt geworden, wo 20 Kinder unten leben, die unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Nationalität sind, die wir kennengelernt haben vor mittlerweile 9 Jahren. Und seit dieser Zeit laden wir die Kinder, mittlerweile ist der Kontakt doch ein bisschen eingeschränkter, aber wir laden sie immer einmal im Jahr kurz vor Weihnachten ein zu einer privaten Weihnachtsfeier. Oder haben sie eingeladen, bisher immer, zu uns in die Bierkanzlei. Und da haben wir immer so eine Benefizveranstaltung gemacht, wo halt dann meistens entweder ich oder wer anderer gespielt hat und seinen Hut, seinen Spendenhut für die Geschichte zur Verfügung stellte. Und wir haben es dann eingeladen, der Herr Roman, und haben einer Betriebs, wenn es gekommen sind, mit einer Aufseher oder beziehungsweise Erzieher. Naja, du, in Wirklichkeit schon. Der Fritz Brauneck hat mir damals gesagt, wie er noch gelebt hat, der ist leider Gottes vor ein paar Jahren durch einen Verkehrsunfall tragisch ums Leben gekommen. Der hat mir gesagt, die Kinder, und ich habe das auch erlebt haben, die Kinder brauchen sicher einfach eine gewisse Strenge, aber sie brauchen ganz viel Herz. Und die haben die Mischung, diese Gratwanderung da unten geschafft, und wir können mittlerweile, also ich kann jetzt beobachten seit 9 Jahren, was zum Beispiel aus dem 4-Jährigen geworden ist, der heute 13 ist. Und das ist unglaublich, was die da unten schaffen und was die bewegt haben. Und nur ein Beispiel. Vor 2 Jahren haben sie ein Geschwisterpaar aufgenommen. Früher hat er uns mal erzählt, das jüngste Kind, das jemals, übrigens alle wegen sexueller oder wegen körperlicher Misshandlung, dorthin gekommen ist. Das jüngste Kind, was sie jemals gekriegt haben, war knappe 4,5 Monate. Und ich habe mir damals gedacht, Alter, wie krank ist die Welt? In Wahrheit, dass sowas geben kann. Ne? Und ein Geschwisterpaar, das sie bekommen haben vor 2 Jahren, das Mädel 3, der Bub 4, wo die Kindergärtnerin gesagt hat, wir dürften sie eigentlich gar nicht mehr nach Hause schicken, haben sie keinen Platz frei gehabt. Und die Jugendlichen, die bei einer mit der Schule fertig sind oder eine Ausbildung fertig haben, ziehen aus. Da hat es 2 Jugendliche gegeben, die waren ungefähr 15, ein Mädel und ein Bub. Und die haben dann am Abend bei einer kurzen Krisenbesprechung gesagt, wir waren damals auch froh, dass wir den Platz bei euch bekommen konnten. Wir müssten zwar erst nächstes Jahr ausziehen, weil wir nächstes Jahr unseren Beruf fertig haben, aber wir ziehen früher aus, damit die 2 einen Platz haben. Und wenn du sowas erreichst mit Kindern, dass die einfach so ein soziales Engagement haben mit 15, dann ist da, glaube ich, was sehr Wertvolles gelungen. Und einer da unten gelingt es, und darum laden wir die Kids immer ein auf eine Weihnachtsjause. Und die Kinder sind dann ganz narrisch auf das Tanzel, ein bisschen alter Mann, wie war Weihnachten, sind sie mal ganz fertig drauf. Und sie spielen dann der Herr Roman auch Lieder und wir singen Lieder, wir lesen Geschichten vor. Wir haben ihnen ein bisschen Taschengeld gegeben, wir haben mit ihnen einen Ausflug gemacht auf den Christkindlmarkt. Und es ist wahnsinnig schön zu beobachten, wenn 8-jährige oder 9-jährige Kids, die dann plötzlich einmal für ihr Freizeitvergnügen 20 € in der Hand haben, vor einem Standel stehen. Und du stehst daneben, weil du einfach nur eine Begleitperson bist, in dem Fall. Und dann dreht sie dich um und sagt er, auf einen Engeldeutern, glaubst du, hätte deiner Mama gefallen? Also sie überlegen nicht, ob sie das Geld jetzt für einen ausgeben könnten und verblasen könnten, sondern sie überlegen, wie könnten es ihrer Einmami, ihrer Leiterin quasi einfach an Freude machen. Und ja, das mache ich jetzt vor laufender Kamera und mit aufgeschaltetem, freigeschaltetem Mikrofon. Ich würde mich freuen. Ich habe heute das Vergnügen, dass ich unsere Nachfolger in der Bierkanzlei, nämlich die Ursula, die Dani und die Mira und die Mama von der Ursula herinnen bei uns zu Gast habe, dass ich euch gern dazu überreden würde, dass wir diesen Brauch zumindest einmal die nächsten Jahre noch irgendwie aufrechterhalten können, dass wir die Location mitfrei kriegen für irgendeinen Sonntag vor Weihnachten, für einen von den letzten Vorzugsweise, wo wir die Kinder herum einladen können. Sowieso. Applaus für die Vorschlag von beiden. Ja, und jetzt kommen wir zur Frage. Robert, trinkst du keinen oder was? Das heißt mehrere Fragen. Naja, eine ist ja für die. Ja, genau, ja. Wegen dem Protokoll ausgeht. Protokoll. Ich habe vorhin gefragt, ob ich deine Frage auch ausreichend Ja, beantwortet. danke. Gut, dann Prost einmal. Schere. Das oder viel.
Ja, meine Frage ist eine musikalische. Mir würde interessieren, was deine maßgeblichen Vorbilder oder musikalischen, wo du Fan warst von Musikern, die musikalisch geprägt haben. Ich glaube, von 1, 2 war es, aber vielleicht gibt es noch einen Geheimtipp oder einen 3., 4., eine Band oder wo es vielleicht noch nicht so bekannt ist. Also in meiner Jugendzeit, danke für die Frage, lieber Robert. In meiner Jugendzeit war das die Band Acid, wenn sich jemand erinnern kann. Der spätere Gitarrist von Abschluss von der Nummer 1 von Wienerwald war auch in der Band Acid. Und das waren unsere Heroes in unserer Moped-Zeit damals. Die haben gespielt in einer Diskothek, die hat geheißen Shortstop in der Nisselgasse im 14. Bezirk. Heute, glaube ich, ist lange Jahre eine Grieche drinnen. Man sieht den Wandel der Zeit. Und es war einfach, ja, das waren die frühesten Heroes für uns eigentlich als damals junge Bandmusiker und natürlich die ganzen Musiker, die damals bei den ganzen Popodrom und so weiter, bei diesen ganzen Bandwettbewerben mitgemacht haben. Die waren alle Heroes. Und in unserer Bandzeit waren die frühesten Heroes eigentlich Uriah Heep und Deep Purple. Das waren unsere persönlichen Heroes. Und erst viel später bei meinem Neueinstieg ist eigentlich dann der Austropop an mich herangesprungen, sage ich jetzt einmal. Weil da waren die Austria 3 damals gerade aktuell und die Engagements von einer haben mir einfach unheimlich taugt. Und da habe ich dann auch halt ein bisschen mehr kennengelernt von der Musik von Georg Tanzer zum Beispiel, der mir halt einfach auch vielleicht sogar menschlich genauso wie musikalisch und persönlich kurz kennenlernen dürfen. Und ich denke mal, es war einfach irgendwie, hat auch seine Marken gehabt, aber war ziemlich ein normaler. Und das hat man einfach von seinen Liedern her, von seinen Texten her, hat man das einfach imponiert und darum, vielleicht ist es auch ein Grund, warum ich heute relativ viel spiele von ihm. Frage beantwortet. Ja. Es war einfache Übung, danke lieber Robert. Ja, das Schöne ist, diese Frage war jetzt wie ausgemacht, dramaturgisch, ne? Weil wir liegen einigermaßen im Zeitplan. Der Manfred wird dann natürlich auch mit Hilfe von Kevin, der ihn ein bisschen am Cajon unterstützen wird, am Klopfkistel, mein Neighbor, ein kleines Set für uns spielen. Wobei ich da allerdings jetzt schon vorher was dazu sagen muss. Du wirst heute nicht das Schlusslied spielen. Super. Also du musst dann ungefähr schauen, dass du eine Viertelstunde vor 11 Uhr fertig bist. Okay. Und das Schlusslied, das singen wir dann heute. Nur einmal so viel dazu. Und ja, wir haben unsere Gäste eigentlich immer zeichnen lassen in der Sprechstunde. Ja, schau nicht da. Ja, das haben wir uns bei dir anders überlegt. Und zwar, wir, die wir den Kanzler, den Manfred, kennen, er hat ja, so wie gerade festgestellt, seine Heroes und den Schurle überhaupt so ganz oben in der Hierarchie. Aber er hat in den letzten Jahren auch begonnen, so Lieder, die ihm gefallen, mit schönen wienerischen Texten zu versehen. Das hat sich irgendwie so ein bisschen als Faible herauskristallisiert. Und das hat mich vor ein paar Tagen auf die Idee gebracht, den Bierkanzler Manfred Hofmann einmal so auf seine Spontanität und Flexibilität hin zu überprüfen bei der heutigen Sprechstunde. Ja, und also ich habe mir zu dem Zweck zwei wirkliche All-Time Gassenhauer ausgesucht aus dem englischen Sprachraum. Es ist nichts Wildes dabei, es liegt so musikalisch auf deiner Welle. Und ich habe mir vorgestellt, so nach dem ersten Durchlauf, so lange hast du Zeit, dir den wienerischen passenden Text zu überlegen. Und doch so lange, ja, das ist aber nett. Ich spiele es auch zweimal, ist wurscht, nicht? Ja, okay. Ja, je nachdem. Und du steigst halt dann einfach ein und interpretierst das auf deine gewohnt souveräne Art. Es sind, wie gesagt, das sind zwei Gassenhauer mit einem immensen Wiedererkennungswert. Das wird sich trotz meiner, sagen wir mal so, nicht ganz so fortgeschrittenen Fähigkeiten auf der Gitarre sofort erkennen.
Der eine ist ein englischer, der andere ist ein amerikanischer. Du kannst jetzt aussuchen, mit welchem du beginnen möchtest. Das ist mir ziemlich wurscht. Ja. Ja, dann fangen wir mit einer englischen. Mit dem englischen. Arbeiten wir uns langsam westwärts. Marion, ich glaube, da brauche ich jetzt auf mich noch 2 Zielen für einen Musikant und mich. Das ist der Auftrag. Leise. Ja, das ist dir im Vordergrund. So. So aufgehört. Weil sonst kann ich überhaupt nichts so. Sonst geht sie, bitte geht sie. Sag, was wollen sie noch nie? Schön. Schlafen. Also an Spontanität nicht zu überbieten aus einem Liebeslied. Das war nicht Spontanität, das gibt schon die Übersetzung. Ich glaube, der Otto Walkes, glaube ich, war das, oder? Weiß das jemand? Wir haben da sehr belesene und sehr intelligente Menschen herinnen, so wie Helmut da hinten oder wie viel. Das heißt, du hast das in dem Fall einfach. Ja, in dem Fall wie immer. Wir lassen uns das dem Götten. Schmeckt nicht schlecht, gibt es keine Fragen mehr. Nein, ich will noch ein Bier haben, bitte ein kleines, wenn du so lieb bist. Ich nehme auch Schluck. Wirken die Bachblüten schon? Oder? Ja, ja. Die wirken schon. Na gut, der amerikanische oder? Und dann würde ich dich bitten, dass du da etwas Eigenes sagst. Und das nennt sie Bierkanzlei. Der Mose, der es dort gibt, ist immer dabei. Dort in der Bierkanzlei. Oh Herze, bitte spüren das Lied. Das war schon damals gesungen haben. Was der ist von die Amis, das Leibende, das Gute, dort in der Bierkanzlei. Es ist doch nichts aus der Ruhe zu bringen, das ist, ja. Das ist Gewicht, glaube ich. Die innere Ruhe. Wir machen jetzt einen kleinen Umbau, Tischerl weg,
es gibt wieder die Gelegenheit, 10 Minuten Luft zu schnappen und die Temperatur in der Bierkanzlei ein bisschen abzukühlen. Ich finde es eigentlich gar nicht so heiß. Nein, also gestern war es heißer. Ja, gestern war es heißer. Ja. Ich bin heute wahrscheinlich ein bisschen cooler drauf. Nein, Also kurze Pause quasi, es geht wieder raus ins Freie, ein bisschen Luft schnappen, nicht zu laut sein, schön brav sein und wenn es ungefähr eine Viertelstunde, glaube ich, da geht es okay, Viertelstunde. 10 Minuten etwa, ja. 10 Minuten etwa, also. Der Chef hat gesagt, 10 Minuten dürft ihr euch erinnern sein, tut euch als gut einteilen und bis nachher. Danke.